my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Ja, hallo liebe Mitinsassen und herzlich willkommen zu einem, sagen wir mal, Halloween Let's Play. Ein Horrorgame natürlich, genauer gesagt sogar eins von zweien, die anstehen. Und anfangen wollte ich mit The Park. Ich habe nur Gutes drüber gelesen, so ein Psycho-Horror-Dingens. Und okay, sie macht immer so einen komischen Schritt nach vorne, das fand ich gerade komisch. In der Einleitung stand gerade, das habt ihr nicht mitbekommen, dass dieses Spiel einen gravierenden Einfluss auf meinen Geisteszustand haben wird. Ich hoffe selbstverständlich, dass dem wirklich so ist und dass wir hier ein bisschen bekloppt bei werden. Denn deswegen spielen wir sowas ja. Und das hier ist, glaube ich, unser Boy, Callum. Sieht noch glücklich aus. Also das schwankt ja so komisch. Kann die nicht einfach gerade stehen bleiben? Was ist denn mit ihr? Naja. Wahrscheinlich ist es Teil dieses perfiden Plans. Ich dachte, wir würden uns jetzt auch darin spiegeln. Schade. Und wir sollen irgendwelche Informationen holen. Oh. Der Park macht dicht. Und wir sollen eigentlich zum Auto gehen. Ist gut, dass wir dann gerade uns vom Auto entfernen. Ich habe ja das Gefühl, dass, wenn wir weggehen, ist unser Sohn gleich weg. Weil das Ziel dieses Spiels ist es, ich spoiler jetzt hart, dass wir unseren Boy wiederfinden. Was ist hier los? Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Oh, also der Park wurde eröffnet, als Callum geboren wurde und er liebt diesen Park. Er liebt den einfach. Ist das nicht schön? Also ich mag Freizeitparks ja eigentlich total gerne. Aber ich glaube, den hier werden wir nicht so schnell gerne mögen. Oh. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Was für ein ungezogener Bursche! Ach, wir haben also den Teddybären gesucht. Hätte ich gerade mal richtig aufgepasst, hätte ich das auch gemerkt. Und scheinbar wollten wir den Typen einfach nur mal fragen, yo, hast du hier Mr. Bear gesehen? Hat er nicht. Dafür ist Callum weg. Okay. Dann, Wait for mommy, Callum. Over here! okay. Er ist doch noch ganz nah. Warum ist er nicht einfach hier geblieben? Ja, es wird instant dunkler, weißt du. Wir betreten den Park, boom, es wird dunkel. So, natürlich muss jede Ecke auskundschaftet werden. Denn wo dunkle Ecken sind, sind meistens tolle Geschenke, aber... Naja, wir können also nach unserem Boy schreien. Callum, I told you to wait in the car. Catch me, Mommy! Bist du dumm? Da ist er doch. Egal. Wir lesen erstmal den Flyer. Okay, er erklärt, warum er diesen Park geöffnet hat. Ich möchte das jetzt ungern alles vorlesen. Für Kleine, für Teenager, für die Erwachsenen auch. Man kann hier lecker essen. Man kann hier sogar schlafen. So, Callum! Du Bastardkind. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Ja, ja. Have a safe journey home. Hier brennt übrigens was. Dude, von da unten. Oh. Oh. Was denn?
Genau. Jetzt ist es halt einfach Nacht instant. Natürlich. Natürlich. Was ich eigentlich sagen wollte ist, warum ist er eigentlich, also Callum, warum ist der durch die Tür da gekommen? Oh God. The park. What happened here? Naja, es ist halt Nacht geworden. Wer weiß, wie lange du auf dieser Rolltreppe standest. Ja, warum ist Callum eigentlich da durchgekommen? Oh Gott. Wir müssen rennen? Laber doch nicht, renn hier doch nicht. Und uns musste der erst die Tür aufmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Toll. Kind ist weg. Wir haben einfach mal 8 Stunden da verbracht. Es ist übrigens sehr dunkel. Ich habe in den Einstellungen, habe ich schon ein klitzekleines bisschen heller gemacht. Da ist er doch, oder? Als es empfohlen... Du Dreckskind! Ja, genau! Lauf doch zu dieser hässlichen Fratze da. Das ist die beste Idee deines Lebens. Weißt du was, Kind? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, dich zu finden. Bist du halt verloren gegangen. Passiert. Macht nix. Oh Gott, oh Gott. Where are you? Okay, noch ist sie genervt. Ja, nee, ich will da aber gar nicht hin. Hast du dir das mal angeguckt? So, was gibt's denn hier? House of Horrors. Mhm. Da ist er halt erstmal reingerannt. Ganz wichtig, dass wir als erstes in das Horrorhaus gehen. Also hier könnte auch mal wieder jemand aufräumen. Was ist das für ein Freizeitpark? Sonderlich einladen ist das hier nicht. Und das ist sein Lieblingsort hier. Ich finde ja so große, creepy Figuren sind creepy. Ja. Schickes Teil. Was ist denn das bitte für ein komisches Kind? Geh weg. Dass der halt erstmal direkt... Ich meine, warum hört der nicht auf uns? Warum haben wir den denn nicht ordentlich erzogen? Dann wäre das hier alles gar nicht nötig. Oh Gott. Ja, natürlich. Natürlich leben da Fledermäuse drin. Carrie Killian ist Satans Whore. Irgend so eine Tussi ist Satans Schlampe. Ich gehe in das Haus da. Das sieht freundlicher aus. Mach auf. Oh, jetzt hat es auch noch gerade gelaggt. Das heißt, irgendetwas Schreckliches wird passieren. Callum? Where'd you go? Oh, nee. Warum bist du denn da drin, du Drecksbalg? Hast du dir das mal angeguckt? Callum? This way, Mommy. Ja, geil, ich sehe nix. Supi. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ah, das ist sehr vernünftig. Endlich mal ein Spiel, das hier vernünftig ist. Flashlight. Wo kriegen wir das jetzt her? Wir nehmen einfach diese Lampe damit. Wo kriege ich denn jetzt ein Flashlight? Vielleicht müssen wir da ja auch gar nicht rein. Callum? Where did you go? Over here. Ist er doch nicht da drin? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Bin mir unsicher, woher die Stimme gerade kommt. Das hört sich an, als wäre da gerade eine Horde Pferde durchs Unterholz gewalzt. Wait for mommy. Come on, this way. Was ist das hier? Warum war hier gerade so eine Bubble? I think this belongs to Callum. Sein Schuh! Ja, warum nicht? Der kann ja auch einfach barfuß hier rumlaufen. Ja, leg das mal wieder weg. Ich finde es gut, dass wir nicht in dieses Maul da rein mussten, aber vielleicht müssen wir das nachher noch. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk. Chad the Chipmunk worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. What the fuck? Chad will have a dead end job. Chad will die a useless slope. Ja, das ist das schönste Gedicht aller Zeiten.
Armer Chat, warum hassen die dich denn so? Die glauben, dass du useless bist, Mann. Du bist doch ein Backenhörnchen oder so. Was war denn da oben in der Ecke gerade? Habt ihr das gesehen? Irgendwas war da, glaube ich, falsch. Da ist noch eine What is Notiz. this about? Bla bla bla. Jemand hat das gekauft, das Land. So, wir überfliegen das mal eben schnell. Okay, das Land, auf dem der Park hier gebaut wurde, war schon mal etwas verdächtig. Aber das hat den Erbauer dieses Parks nicht sonderlich gestört, glaube ich. Ja, der wollte halt unbedingt diesen Park bauen, obwohl hier irgendwie was nicht so richtig stimmt. Where are you? Over here. Sag doch nicht immer, dass du hier drüben bist, wenn du da gar nicht bist. Der klingt so nah. Müssten wir den nicht eigentlich sehen oder vielleicht sehe nur ich den nicht? Callum! This way, Mommy. Ja, was war das jetzt für eine Lache? Kind, bist du dumm? Callum, stay where you are. Wo ist er denn? Die hat den gesehen, ich nicht. I'm not playing anymore, Callum. Mommy. Können wir da in das Boot rein? Das wäre richtig geil. Nein, kann ich leider nicht. Schade. Doch. Kann ich. Come to mommy, Callum. Geil. Können wir hier alle Attraktionen dann benutzen, die noch so kommen werden? Ich würde gerne mal nach hinten gucken. Was ist, wenn jetzt irgendwas Creepiges in meinem Boot mit drin sitzt? Darüber wüsste ich dann echt gerne Bescheid. Geht das auch ein bisschen schneller? Das ist mir ein bisschen zu langsam hier. Gib Gas. Callum, where did you go? Callum, where did you Oh nein. Das hätte ich nicht tun sollen. Nice. Aber cool, dass es auch so schallt. There lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Ich glaube, wir haben gerade irgendwas überfahren. Es hat so gerumpelt auf einmal. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their Ich guck lieber das an. parents. Warum stand Chat da? After receiving a thorough scolding from their Oh, God. parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen wie Amnesia, ne? Wenn du auf was Gruseliges guckst, dann wird der schummrig. Once again. Oh. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs. Vielleicht to dürfen lead wir him das nicht so safely machen. home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days.
Ich möchte hier eigentlich wieder raus jetzt so langsam. Genug Boot gefahren. The children Kein Bock stumbled mehr. into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Ja, ich kenne doch die Geschichte von Hänsel und Gretel. Können wir ein bisschen Gas geben, bitte? Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something. Don't be afraid. The Coole old Stimme woman irgendwie. offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Ich hätte auch gern jetzt Lollipops. Once inside the house, Ja, jetzt zum Beispiel würde ich gerne nach hinten gucken. she stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once Oh, wie lange geht you've das? Hier ist irgendein schreckliches Backenhörnchen mit uns in der Höhle und hier wird einfach Hänsel und Gretel stumpf weitererzählen. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Ja. Schönes Kindermärchen, findet ihr nicht auch? And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch Ach komm, and ate her. wie geil. Hänsel und Gretel haben die Hexe gefressen. Das ist die wahre Geschichte. So wisst ihr es. So, wo ist das Backenhörnchen? Wenn dieses Backenhörnchen jetzt... Hi. Ja. Ich bin raus. Ich möchte diesen Park eigentlich jetzt sofort wieder verlassen. Mit oder ohne Kind ist mir kackegal. Hallo. Achso, da steigen wir wohl aus. Das reicht mir jetzt schon. Lass mich raus, bitte. Bitte. Oh. Ja. Das hat doch Spaß gemacht, nicht wahr? Mal, jetzt hat das nicht mehr so blutende Augen. Du Drecksschwan. Ehrlich. Gut. Hätten wir das auch erledigt? Callum bleibt verschollen und ich gehe Hänsel einfach... und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away.
Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Hey, jetzt wird es auch noch philosophisch hier und es ist alles so bedrückend und ich finde, wir sind erstmal raus.